Товарищи, слово для приветствия представляется генеральному секретарю Центрального комитета Социалистической единой партии Германии, председателю Государственного совета ГДР, товарищу Эриху Хонекеру. Teurer Genosse Leonid Ilyich Brezhnev, teure Genossinnen und Genossen, im Namen der Kommunisten und aller Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik überbringe ich Ihnen, den Delegierten des 26. Parteitages der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, allen sowjetischen Kommunisten, dem gesamten Sowjetvolk heiße, brüderliche Kampfesgrüße. Es ist für uns eine große Ehre und tiefe Freude, an diesem bedeutenden Ereignis im Leben der Partei Lenins teilzunehmen. Parteitage der Kommunistischen Partei der Sowjetunion haben sich stets als Meilenstein auf dem Wege des Sowjetvolkes in die kommunistische Zukunft erwiesen. Sie beflügeln den weltweiten Vormarsch der revolutionären Kräfte aller nach Frieden und Fortschritt strebenden Völker. Wir sind tief beeindruckt und inspiriert von dem großartigen Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees an den 26. Parteitag, den der Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, unser Freund und Genosse Leonid Ilyich Brezhnev, erstattet hat. Seit dem 25. Parteitag vollbrachte das ruhmreiche Sowjetvolk unter Führung seiner leninischen Partei bewundernswerte Leistungen. Damit wurde in der Geschichte des Heldentums der Arbeit am kommunistischen Aufbau wiederum ein neues, markantes Kapitel geschrieben. Liebe Genossinnen und Genossen, die Sowjetunion ist mit einem wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Potenzial von gewaltigen Ausmaßen und hoher Leistungskraft in die 80er Jahre eingetreten. Durch die erfolgreiche Fortsetzung des Kurses der Hauptaufgabe wurde dieses Potenzial erheblich vermehrt. Die Verwirklichung des großen Sozialprogramms führt zur weiteren Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Sowjetvolkes. Nur die entwickelte sozialistische Gesellschaft der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken vermag die Reichtümer Sibiriens und des hohen Nordens zu erschließen und damit wichtige Voraussetzungen für den Sieg des Kommunismus zu schaffen. Die Pioniertaten der Sowjetunion auf dem Gebiet der Bildung, Wissenschaft und Kultur prägen die Charakterzüge der sozialistischen Lebensweise. Stets wurde und wird die Verteidigungsmacht der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken auf dem für die Sicherung des Sozialismus und des Friedens erforderlichen Niveau gehalten. Über all diese Erfolge freuen wir uns zusammen mit Ihnen, teure sowjetische Genossen, von ganzem Herzen. Sie sind nicht nur für das Land Lenins selbst, sondern für die gesamte sozialistische Gemeinschaft, für unseren gemeinsamen Kampf um Frieden und Fortschritt von großer historischer Bedeutung. Vor aller Augen erweist sich, dass die Sowjetunion als das stärkste Bollwerk dieses Kampfes und als Garant seiner siegreichen Perspektiven ist. 20 Millionen Söhne und Töchter des heldenhaften Sowjetvolkes haben im großen Vaterländischen Krieg ihr Leben für den Sieg über den Hitlerfaschismus, für die Befreiung und die friedliche Zukunft der Völker gegeben. Das, liebe Genossinnen und Genossen, werden wir niemals vergessen. Und wenn es in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts gelang,
die verhängnisvolle Aufeinanderfolge von Weltkriegen zu durchbrechen und zu erreichen, dass Europa seit mehr als 35 Jahren im Frieden lebt, dann haben daran die Kommunistische Partei der Sowjetunion und die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken den entscheidenden Anteil. Mit besonderer Hochachtung würdigen wir die unermüdliche, initiativreiche Arbeit, die der hervorragende Fortsetzer der Sache Lenins, der große Vorkämpfer für den Frieden und sozialen Fortschritt, der konsequente Marxist-Leninist, unser Freund und Genosse Leonid Ilyich Brezhnev dafür geleistet hat. Liebe Genossinnen und Genossen, der 26. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion erschließt dem sowjetischen Brudervolk neue, lichte Horizonte des kommunistischen Aufbaus. Dafür sind der Rechenschaftsbericht und das Dokument über die Hauptrichtung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Sowjetunion in den Jahren 1981 bis 1985 und für den Zeitraum bis 1990, das der Parteitag offensichtlich beschließen wird, sichtbarer Ausdruck. Von diesem Parteitag gehen neue, machtvolle Impulse für alle Lebenssphären der sowjetischen Gesellschaft aus. Das zeugt von der schöpferischen Politik der Partei Lenins und ist von weitreichender theoretischer und praktischer Bedeutung. Getreu den unsterblichen Ideen des Roten Oktober leistet die Sowjetunion den größten Beitrag zur Vertiefung der brüderlichen Zusammenarbeit unserer sozialistischen Gemeinschaft. Gemeinsam mit euch, teure Genossinnen und Genossen, werden wir auch künftig voranschreiten, um den Sozialismus zu festigen und ihn gegen alle Anschläge des Feindes zu verteidigen. Angesichts der internationalen Entwicklung und der höheren Anforderungen der 80er Jahre wird umso deutlicher, dass die Kraft der sozialistischen Staatengemeinschaft das Unterpfand ihrer Erfolge gerade in ihrer Einheit und Geschlossenheit auf der Grundlage der bewährten Prinzipien des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus liegt. Genossinnen und Genossen, der 26. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion erbringt den überzeugenden Beweis, dass die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken ihre wahrhaft humanistische, auf das Friedensprogramm des 24. und 25. Parteitages gegründete Außenpolitik konsequent fortsetzt. Darin lässt sie sich weder von der Konfrontationspolitik gewisser Kreise der USA und der NATO beirren, noch von den Pekinger Führern, die beim Verfolg ihrer großmachtschauvinistischen, hegemonistischen Absichten eine unheilvolle Allianz mit den aggressivsten Kräften des Monopolkapitals eingehen. Den revanchistischen Doktrinen vom angeblichen Fortbestehen des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937, der offenen deutschen Frage usw. steht die Politik der Deutschen Demokratischen Republik gegenüber, die auf die Entwicklung von normalen, gut nachbarlichen Beziehungen zu den Ländern anderer sozialer Ordnung, einschließlich der BRD, gerichtet ist. Wir streben nach Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland in voller Übereinstimmung mit der koordinierten Linie der sozialistischen Länder, entsprechend den Prinzipien der friedlichen Koexistenz und den Normen des Völkerrechts. Der Doktrin der Kriegshysterie und des fieberhaften Wettrüstens stellt die Sowjetunion das Programm des konsequenten Kampfes um den Frieden und Sicherheit entgegen. Die Kommunisten und alle Bürger der Deutschen Demokratischen Republik unterstützen voll und ganz die neue, große Initiative zur Sicherung des Friedens, die Genosse Leonid Ilyich Brezhnev von der Tribüne dieses Parteitages verkündet hat.
Wir sind gewiss, dass es auch unter den verschärften internationalen Bedingungen, die der Imperialismus verursacht hat, gelingen wird, zu neuen Fortschritten im Interesse des Friedens zu kommen. So gilt es für uns alle, jeden Versuch der aggressivsten Kreise des Imperialismus zunichte zu machen, sich ein militärisches Übergewicht über den Sozialismus zu verschaffen und die Gefahr eines nuklearen Weltkrieges zu vergrößern. Vorrangig ist, das Wettrüsten zu beenden und die politische Entspannung durch die militärische zu ergänzen. Dem muss das Prinzip der Gleichheit und der gleichen Sicherheit für alle zugrunde liegen. Was die Menschheit braucht und wofür wir unsere ganze Kraft einsetzen, ist die dauerhafte Gewährleistung des Friedens, sind neue, positive Ergebnisse auf dem Wege der friedlichen Koexistenz von Staaten unterschiedlicher sozialer Ordnung. Teure Genossen, getreu der über 60-jährigen Tradition der deutschen Kommunisten festigt die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ständig ihr bewährtes Kampfbündnis mit der Partei und dem Lande Lenins. Unsere Parteien, Staaten und Völker sind zu zuverlässigen Verbündeten, Kampfgefährten und Freunden geworden. Dieses Bündnis ist das Fundament unserer Erfolge. Das war so, ist so und wird immer so sein. Seit dem Abschluss des Vertrages über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand vom 7. Oktober 1975 haben wir eine neue Stufe unserer Gemeinsamkeit erreicht. Bedeutendes wurde bei der Verflechtung der Volkswirtschaften unserer beiden Länder geleistet. Ausdruck dessen ist das auf der Welt einmalige Außenhandelsvolumen von über 50 Milliarden Rubel im gegenwärtigen Jahr 5. Auf allen Gebieten der Zusammenarbeit wurden weit in die Zukunft reichende Perspektiven abgesteckt. Ein symbolhafter Höhepunkt war der gemeinsame Flug des ersten deutschen und eines sowjetischen Kosmonauten, der Genossen Sigmund Jähn und Valeri Pikowski. Das langfristige Programm der Spezialisierung und Kooperation der Produktion bis 1990 zeugt von dem festen Willen und von den praktischen Anstrengungen der Deutschen Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, die materiellen und geistigen Potenzen unserer Länder in noch höherem Maße zur gemeinsamen Lösung entscheidender gesellschaftlicher und ökonomischer Aufgaben einzusetzen. Wir können unseren sowjetischen Freunden und Genossen sagen, dass der sozialistische deutsche Staat der Arbeiter und Bauern, die Deutsche Demokratische Republik, seine Verantwortung für den Sozialismus und Frieden heute und in Zukunft erfüllt. Mit der bisher in der Deutschen Demokratischen Republik nie dagewesenen größten Masseninitiative bereiten die Kommunisten und alle Werktätigen unseres Landes den 10. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands vor. Er wird in wenigen Wochen zusammentreten und die weitere Wegstrecke für die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft der Deutschen Demokratischen Republik und damit die Schaffung grundlegender Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus im Geburtsland von Karl Marx und Friedrich Engels festlegen. Dabei wird uns wiederum der reiche Erfahrungsschatz der Kommunistischen Partei der Sowjetunion von großem Nutzen sein. Liebe Genossinnen und Genossen, im Namen der Delegation der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, im Namen von 2,1 Millionen Kommunisten der Deutschen Demokratischen Republik
bringe ich die tiefe Überzeugung zum Ausdruck, dass vom 26. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ein starker Strom der Schaffenskraft ausgehen wird. Dieser Parteitag erleuchtet dem Sowjetvolk die sicheren Bahnen zu neuen Höhen des kommunistischen Aufstieges und weist den Völkern unseres Planeten den Weg in die Zukunft des Friedens und des Sozialismus. Es lebe die Kommunistische Partei der Sowjetunion, der Pionier des Menschheitsfortschrittes. Es lebe und erstarke die Kampfgemeinschaft und die unzerstörbare Freundschaft zwischen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der Völker der Deutschen Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Es lebe der Kommunismus und der Frieden!